Herzlich willkommen zu unserem Podcast Brustgesundheit, der Podcast von Affidea Brustcare. Mein Name ist Konstanze Elfgen, ich bin leitende Ärztin und Brustchirurgin am Brustzentrum Zürich. Und ich freue mich sehr, heute als meinen Gast Christina Bolten zu haben. Christina Bolten ist Gynäkologin in der Gynäkologie GynäViva. Und wir haben ein ganz wichtiges und interessantes Thema, und zwar geht es um den Zusammenhang von Hormonen und Brustkrebs. Hormone sind das Thema heute, über den man spricht, insbesondere wenn es um Menopause geht, also um Wechseljahre. Und mit dir haben wir eine ganz wunderbare Expertin zu dem Thema heute da. Also herzlich willkommen. Vielen Dank, Konstanze, für die Einladung. Ich bin gespannt auf unser Gespräch und auf welche Punkte wir alle zu sprechen kommen. Ja, also man bekommt in den Medien, in vielen Beiträgen häufig mit, dass das Thema Menopause immer präsenter wird. Frauen sprechen darüber, wie es sie beeinträchtigt, wie man es behandeln kann. Erlebst du das in deiner Praxis auch so, dass das immer mehr zum Thema wird? Ich denke grundsätzlich ja, allein wenn man, und jetzt rede ich nicht fachlich, sondern wenn man einfach so schaut, was in den Medien, in der Öffentlichkeit zu dem Thema in den letzten Jahren gesagt wurde. Ich denke an Wahnsinn, Wechseljahre als Titelblatt oder Panel-Discussions mit Neustart ab 50. Das sind Dinge, die, glaube ich, vor 10 Jahren noch nicht so präsent waren. Das ist jetzt anders. Und rein fachlich das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich jetzt eben in einem Praxissetting bin, wo man mit dem Thema einfach mehr Kontakt hat als in einem Spitalsetting, wo ich mich bis vor gut einem Jahr aufgehalten habe. Da kommen immer mehr Fragen und auch von jüngeren Frauen, auch bezüglich Langlebigkeit, Longevity ist immer so ein Schlagwort, oder Prävention, dass durchaus schon junge Frauen kommen und sagen, sind das schon erste Symptome vielleicht der Perimenopause, kann ich da schon etwas tun? Denn die Beschwerden hatten Frauen ja immer, aber sie haben sich vielleicht nicht so getraut, die anzusprechen. Und das gibt es auch nach wie vor, muss man sagen. Ich treffe auf viele neue Patientinnen jetzt im letzten Jahr, die im Rahmen von der Jahreskontrolle zum Beispiel kommen und eigentlich nur ein Annual Check, also wollen und eigentlich hören wollen, dass alles gut ist. Und die kommen auch ohne Beschwerden, oder wenn man sie fragt, gibt es denn irgendetwas, dann sagen sie nein. Aber wenn man dann genauer nachfragt, gibt es doch eben Symptome zur Menopause, die sie vielleicht bis dahin gar nicht so wahrgenommen haben, oder weil sie vielleicht auch gelernt haben als Frau, das fängt an mit der Menstruation und den Menstruationsbeschwerden, wo dann gesagt wird, das gehört ja irgendwie dazu, dass eben auch die Menopause dazu gehört und die Hitzewallung, Stimmungsschwankung, Schlafstörung, und man erträgt das dann einfach so. Ich glaube, das ist beides vorhanden. Ja, ist interessant, dass du sagst, es wird mehr darüber gesprochen, was ich an sich ja auch denke, es ist eine positive Entwicklung. Und im gleichen Zusammenhang taucht ja auch häufig dieser Begriff oder diese Idee einer Hormonersatztherapie auf. Also dass man sagt, während der Menopause werden die Hormone weniger, die natürlichen, und man gibt dann Hormone zusätzlich. Ja. Also hörst du viele Frauen, die danach gezielt fragen, also brauche ich Hormone, soll ich die nehmen? Das gibt es durchaus, und ich finde es auch spannend, denn Hormonersatz suggeriert ja auch schon, dass da etwas fehlt. Man kann natürlich auch die Menopause als ein Teil des Lebens einer Frau sehen. Und es gibt nun mal Veränderungen, auch in anderen Bereichen. Und auch im männlichen Leben gibt es ja Veränderungen. Und ich glaube, in asiatischen Kulturen zum Beispiel wird das gar nicht so als Mangel angesehen, was bei uns ja schon so ein bisschen so konnotiert ist, dass eben dann etwas fehlt. Die Jugendlichkeit fehlt, es kommen vielleicht mehr Falten, anstatt dass die Haut wird trockener, es wird also so negativ gesehen, anstatt zu sehen, dass es einfach eine neue Lebensphase einläutet, die auch ganz viel mit sich bringen kann. Und ich glaube, aufgrund dieser Symptome, die natürlich viele Frauen einschränken, also 1/3 leidet wirklich sehr unter den Hitzewallungen, das steht ja immer so an erster Stelle, oft einhergehend eben mit Schlafstörungen, Reizbarkeit, depressive Verstimmungen, vielleicht auch ein Libidoverlust, also Änderungen der Sexualität in dieser Lebensphase. Das heißt, das kann ja alles belasten, aber es kann eben auch das Einläuten von einer neuen Phase mit anderen Schwerpunkten und auch schönen Schwerpunkten sein. Und
darauf kann man den Fokus halt auch so ein bisschen legen. Aber das hängt natürlich von jeder Frau auch individuell ab. Wo befindet sie sich gerade? Sind bei ihr gerade vielleicht die Kinder auch noch auf dem Weg, das Haus zu verlassen? Also auch da ein großer Einschnitt. Das trifft ja oft alles zusammen. Ja, finde ich eine ganz tolle Sichtweise, auch so wie du das sagst, es ist auch ganz Individuelles für die Frauen. Und wie würdest du jetzt den Frauen erklären, wie Hormone mit der Brust zusammenhängen? Denn ich denke, alle, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, wissen auch, das Thema, dass Hormone und Brustkrebs irgendwie zusammenhängen, das haben viele schon mal gehört. Und wenn das eine Frau bei dir in der Sprechstunde anspricht, was gibst du der Frau mit oder was erklärst du ihr dazu? Vielleicht ganz grundsätzlich, das nehmen ja auch Frauen, die noch weit prämenopausal sind und einen regelmäßigen Zyklus haben, wahr, dass sich die Brust im Rahmen des Zyklus auch verändert. Also wir haben nicht selten Patientinnen, die auch mal notfallmäßig kommen und sagen, meine Brust schmerzt, ich mache mir wahnsinnige Sorgen. Und meistens ist es dann ja eine einfache Mastodynie, also eine schmerzende Brust im Rahmen der hormonellen Schwankungen, nämlich in der eher zweiten Zyklushälfte, wenn die Brust oft mehr spannt, berührungsempfindlicher ist, weil eben das Drüsengewebe hormonellen Schwankungen auch im Zyklus unterliegt. Und das heißt, die Brust ist einfach ein Gewebe, was aufgrund von Hormonrezeptoren, die im Zellkern liegen, empfindlich ist auf hormonelle Einflüsse. Also die Brustdrüse reagiert immer, egal in welcher Lebensphase der Frau, auf den hormonellen Einfluss. Genau. Und wenn man jetzt nach den Wechseljahren ist, also nach der Menopause und nimmt Hormone ein, wie wirkt sich das auf die Brust aus? Die Rezeptoren sind natürlich nach wie vor dort und dadurch kann die Brust auch weiterhin auf diese Hormone, die man dann eben entweder über die Haut oder über den Mund als Tablette einnimmt oder zuführt, wird also das Gewebe weiterhin durch diese Hormone beeinflusst. Und wir wissen aus Studien und ich glaube, diese WHI-Studie von 2002, das ist jetzt schon eine ganze Weile her, aber das hat einfach einen ziemlichen Einschnitt gebracht, weil diese Studie eben, und das wurde medial damals groß transportiert, einen Zusammenhang zwischen zwar auch mehr Herztoderkrankungen, aber vor allem eben auch Brustkrebs mit der Hormonersatztherapie gezeigt hat. Und das hat damals dazu geführt, dass erstmal eine große Angst aufkam und viele Frauen eben sich auch nicht mehr getraut haben, Hormone einzunehmen, um die Wechseljahresbeschwerden eben zu lindern und um ihre Lebensqualität wieder herzustellen, die für manche Frauen eben so eingeschränkt ist, dass es wirklich einschneidend ist. Ja. Und die Hormone, und das können wir jetzt auch sagen, also ich habe in meiner Sprechstunde meistens ein kleines visuelles Bild auch, das ist im Prinzip wie die Sitzplätze in einem Stadion zum Beispiel, es sind dann 1000 Sitzplätze und dann sind dann die Sitzplätze alle markiert, die sozusagen, wo Frauen Brustkrebs entwickeln würden über die nächsten 5 Jahre. Und zusätzlich markiert, andersfarbig, sind dann die zusätzlich Brustkrebs entwickeln, weil sie 5 Jahre eine Hormonersatztherapie einnehmen. Und in Zahlen sind das zum Beispiel, wenn man das 5 Jahre einnimmt, sind das 2 Fälle zusätzlich auf 1000 Frauen. Das hört sich erstmal nicht so viel an, wenn man es weitere 5 Jahre einnimmt, also insgesamt 10 Jahre einnimmt. Und ich rede hier immer von dem Beginn der Hormonersatztherapie um das menopausale Alter, also sprich mit so Anfang 50 wissen wir in Europa, 51, 52 Jahre ist so das Durchschnittsalter, in dem eine Frau die Menopause erreicht, das heißt keine Blutung mehr hat, rückblickend über das letzte Jahr. Also das finde ich ein ganz tolles Bild, dass man sich so das vorstellt, da sitzen 1000 Frauen so in einer Arena. Genau. Und die sind markiert und die zusätzlich, ich finde, das ist noch sehr plakativ, finde ich ganz toll. Und du hast schon recht, 2 auf 1000 innerhalb von 5 Jahren hört sich nicht so viel an. Und ich denke, damit kann man das ein bisschen relativieren. Ja. Also man kann nicht sagen, die Hormoneinnahme ist wie neutral, also macht gar kein Risiko. Aber man sollte sich auch nicht durch diese alte Studie, die du auch eben erwähnt hast, diese große Studie, die schon mehr als 20 Jahre zurückliegt, zu sehr irritieren lassen. Das ist ein Abwägen, oder? Von Risiko und Nutzen. Ja. Gibt es denn Situationen, wo du einer Frau abraten würdest, eine Hormonersatztherapie zu beginnen? Also wo du sagen würdest, das ist jetzt in ihrer Situation eher nicht so sinnvoll?
Auf jeden Fall. Also es gibt ganz klare, wir nennen es in der Medizin ja Kontraindikationen, also Gründe, weshalb man etwas auf keinen Fall geben würde. Und das ist Brustkrebs, weil der in 70-80% ja auch Hormonrezeptoren aufweist, die sozusagen diesen Krebs zum Wachsen anregen. Aber auch bei den sogenannten Hormonrezeptor-negativen Brustkrebsarten würde man auf eine Hormonersatztherapie verzichten oder die nicht verschreiben. Klammer auf, es gibt immer Situationen, wo man davon auch abweichen kann und es findet im Moment auch Diskussionen oder finden Diskussionen dazu statt, ob man das in Ausnahmefällen nicht doch vertreten kann, wenn eine Frau so stark zum Beispiel durch den Hormonentzug eingeschränkt ist in ihrem Leben, dass man sehr genau das Risiko dann schaut, inwieweit wird das Risiko gemindert durch eine Hormonentzugstherapie zum Beispiel oder inwieweit wird es auch erhöht durch eine Hormonersatztherapie. Und sie darf natürlich, weil letztendlich die Entscheidung im Medizinischen liegt immer bei der Patientin und wir sind beratend tätig und können ihr Hilfestellung geben in der Entscheidung, aber letztendlich liegt es bei der Patientin selber. Und so gibt es sicherlich Einzelfälle, wo auch mal eine Frau eine Hormonersatztherapie nimmt, obwohl sie in der Vergangenheit Brustkrebs hatte, weil sie einfach sagt, meine Lebensqualität ist mir für die nächsten Jahre erstmal wichtiger im Alltag als ein, in ihrem Fall vielleicht sehr geringes Rezidivrisiko, also das Wiederauftreten eines Krebses. Aber deshalb mache ich jetzt die Klammer wieder zu, ist wirklich ein Einzelfall. Also Brustkrebs ist eine Kontraindikation, andere östrogenabhängige Tumoren, Gebärmutterkrebs zum Beispiel ist eine Kontraindikation. Unklare vaginale Blutung, die vielleicht aufgrund von einer Schleimhauthyperplasie, nennen wir das, also wenn die Schleimhaut der Gebärmutter wuchert, auch oft unter Östrogeneinfluss, wäre auch eine Kontraindikation. Und auch Thrombose oder Embolien in der Vergangenheit, eine schwere Gerinnungsstörung, die dazu prädestiniert ist, eine Patientin sowas entwickelt. Da muss man auch sehr genau abwägen. Ja. Das heißt, eine wirklich individuelle Beratung ist sehr, sehr wichtig bei der Gynäkologin, dass die Frauen sich erkundigen, dass sie wirklich sagen, was ist die medizinische Vorgeschichte und dann bekommen sie bei dir die entsprechende Hormonersatztherapie verordnet, wenn es für die Frau sinnvoll ist. Genau. Und jetzt finde ich, hast du einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Wir sind ja bei dem Podcast Brustgesundheit, so der Zusammenhang von Brustkrebs und Hormonen. Ich finde es auch eine gute Botschaft für Frauen, dass man hört, gut, diese ganz streng, also es ist nach wie vor nicht indiziert, man darf keine Hormone geben, wenn Brustkrebs in der Vergangenheit war, aber es gibt Ausnahmesituationen und ich glaube, das ist auch gut, dass wir anfangen, mehr darüber nachzudenken, dass wir individueller denken, dass auch der Austausch zwischen Patientin und Ärztin immer wichtiger wird und man nicht alle Frauen in einen Topf wirft und sagt, für sie geht das wie gar nicht. Genau, also jetzt fand ich interessant, hast du gesagt, dass die Frauen, die Brustkrebs hatten, keine Hormonersatztherapie beginnen dürfen. Was ist mit den Frauen, die eine Hormonersatztherapie einnehmen und dann die Diagnose Brustkrebs erhalten? Da rät man natürlich oder da setzt man diese Hormonersatztherapie auf jeden Fall ab und beginnt dann natürlich in der Regel erstmal die Therapie. Da seid ihr dann sozusagen primär vertreten. Und wenn die abgeschlossen ist, dann wird ja geschaut, was braucht die Patientin weiter, vielleicht längerfristig eine endokrine Therapie oder auch Antihormontherapie genannt, wo man eben Wirkstoffe gibt, die dem Körper die Hormone noch weiter entziehen, mit dem Ziel, keinen Tumor in Zukunft mehr wachsen zu lassen. Das hat ja auch wahnsinnige Erlebnisse in der Medizin gebracht, also das Tamoxifen zum Beispiel mit einer, ja, ich glaube, 1/3 Steigerung der Überlebenswahrscheinlichkeit. Gell? Und wenn jetzt Frauen zu dir kommen und sagen, ich möchte aus persönlichen Gründen keine Hormone einnehmen oder bin an Brustkrebs erkrankt, ich darf keine Hormone mehr einnehmen, habe aber bestimmte Symptome, die mich einschränken in meiner Lebensqualität, gibt es eine Alternative für diese Frauen? Es gibt ja immer Alternativen und man kann sich in seinem Werkzeugkasten verschiedener Sachen natürlich bedienen. Das eine ist erstmal zu schauen, gibt es etwas, was in der Lebensführung geändert werden kann?
Man kann teilweise mit Ernährung Sachen erreichen. Also ich sage mal plakativ, die Hitzewallungen, die nach Kaffeekonsum auftreten, kann man natürlich reduzieren, wenn man weniger Kaffee trinkt. Das sind so Kleinigkeiten. Achtsamkeitsübungen, autogenes Training, vielleicht auch Akupunktur kann helfen. Gewichtsverringerung bei übergewichtigen Patienten natürlich, gerade was Hitzewallung anbelangt, das ist klar. Und Sport, Bewegung hilft auch. Und da mache ich vielleicht kurz nochmal den Schwenker zuvor, denn die Hormonersatztherapie erhöht das Risiko für Brustkrebs, aber andere Faktoren, wie zum Beispiel Übergewicht, erhöhen das Risiko viel, viel deutlicher. Und das muss man eben auch zum Beispiel denke ich, mit den Frauen diskutieren. Oder körperliche Bewegung, 2,5 Stunden pro Woche reduziert das Risiko, oder? Das heißt, diese, ich sag mal, relativ geringe Erhöhung durch eine Hormonersatztherapie kann man da auch nochmal in den Kontext der anderen Risikofaktoren oder protektiven, also schützenden Faktoren setzen. Genau, aber zurück zu deiner Frage, was man sonst alles noch machen kann. Also eben einmal den Lebensstil anschauen und dann gibt es natürlich noch andere, zum Beispiel gar nicht unbedingt medikamentöse Therapien, sondern pflanzliche Unterstützung, die man nutzen kann. Also bei Hitzewallung ist das Zimifemin zum Beispiel bekannt. Das wirkt bei vielen Frauen recht gut, bei manchen weniger gut. Aber da ist es ein bisschen Trial and Error. Man muss halt ausprobieren. Und wenn wir eine neue Therapie beginnen, dann würden wir auch Frauen immer noch mal nach gut 3 Monaten einbestellen, um zu schauen, wie geht es Ihnen jetzt damit? Kommen Sie mit der Einnahme, der Anwendung klar? Sind die Symptome besser? Sind sie gleichbleibend? Müssen wir was anderes ausprobieren? Also man steht da in einem kontinuierlichen Austausch. Ja, und ich denke, es ist auch so wichtig, dass die Frauen eben sich gut aufgehoben fühlen, gut angebunden sind an ihre Ärztin, an ihren Arzt, der sie da begleitet und dann vielleicht auch schaut, sind die Hauptbeschwerden im Moment? Also in welche Richtung geht es? Haben ja nicht alle Frauen die gleichen Beschwerden, oder? Genau, ich denke da immer an, es gibt 2 wunderbare Endokrinologinnen aus Hamburg, die sich, ich würde sagen, in meiner Ausbildung, aber auch in der Ausbildung von vielen Gynäkologinnen im deutschsprachigen Raum ja sehr bemüht haben, weil sie einfach auch sehr präsent sind mit Online-Fortbildung, aber auch auf Kongressen. Und sie stellen immer diese Feenfrage. Und das nutze ich tatsächlich auch in der Sprechstunde, wenn eine Patientin kommt und sagt, ich habe Beschwerden und das ufert auch teilweise natürlich aus, weil da so viel reinfließt. Und dann kann man einfach fragen, wenn ich eine Fee wäre und ich eine Sache wegzaubern dürfte, was wäre das denn? Und damit bringt man die Frauen dazu zu fokussieren, was wirklich das Hauptproblem ist. Ich erinnere mich an eine Patientin, die hatte Hitzewallungen, Schlafstörungen. Und da haben wir es eigentlich über eine pflanzliche Therapie der Hitzewallung alleine geschafft, auch die Schlafstörung deutlich positiv zu beeinflussen, weil sie nämlich nachts nicht mehr diese Wallung hatte und deshalb auch nicht mehr aufgewacht ist. Insofern, genau, muss man einfach genau nachfragen, hinhören und dann ausprobieren. Das finde ich ein ganz tolles Bild mit der Fee, das nehme ich gerne auch mit. Ja, finde ich ganz die darf toll. manchmal natürlich auch noch ein zweites Symptom lösen, also einfach um mal so eine Priorisierung der Dinge zu erreichen und dann auch gezielt darauf hinarbeiten zu können. Ja, finde ich sehr hilfreich, weil mir selber begegnet es eben manchmal auch, dass Frauen sagen so, ich fühle mich generell unwohl. Und das ist natürlich dann schwierig, das zu verstehen, aber ich denke, wenn man so gezielter fragt, das ist hilfreich. Also jetzt habe ich von dir auch ganz viel gehört über den Zusammenhang von Hormonen, Hormonersatztherapie und Brustkrebs. Wenn jetzt eine Frau Brustkrebs hatte, ist gesund geworden und das ist eine Patientin von dir und die fragt dich jetzt, wie oft soll ich in die gynäkologische Kontrolle in die Praxis kommen? Was empfiehlst du den Frauen? Das hängt ja so ein bisschen davon ab, wie lange die Therapie zurückliegt und ob ich in dem Fall auch zum Beispiel die Brustnachsorge mache. In den ersten 3 Jahren ist es typischerweise immer alle 3 Monate. Dann im Jahr 4 und 5 ist es halbjährlich und dann werden die Intervalle auf jährlich ausgedünnt im Jahr 5 bis 10 und dann kann man darüber diskutieren, wie danach die Nachsorge nach so langer Zeit und Zurückliegen des Brustkrebs weiter stattfindet. Gynäkologisch würde ich sagen, sollte die Untersuchung einmal im Jahr stattfinden, solange es nicht irgendwelche anderen gynäkologischen Beschwerden oder Probleme gibt, die sozusagen es wichtig machen, dass man doch häufiger untersucht. Aber in der Regel ist einmal im Jahr eine gynäkologische Vorsorge in dem Sinne ausreichend.
Also einmal im Jahr, so als Standard zu dir und vielleicht in dieser Umstellungsphase von möglicherweise Hormonersatztherapie hin zu einer gegenteiligen Behandlung, zum Beispiel eine Antihormontherapie, eine andere Brustkrebserkrankung, könnte es einfach sein, dass die Frauen deutlich häufiger bei dir sind, bis man eine neue Balance gefunden hat, eventuelle Symptome behandeln konnte. Genau. Ja, gibt es also sonst noch etwas, was du den Frauen mitgibst in so einer Situation oder was noch wichtig ist für diese Frauen? Ich glaube, es ist immer auch ein bisschen Selbstverantwortung dabei. Das heißt, ich kann nicht mit einer Therapie alle Probleme lösen. Hitzewallung zum Beispiel kann man eben medikamentös auch gut angehen. Es gibt mittlerweile ein nicht hormonelles Präparat, was zentral an Rezeptoren ansetzt. Aber es geht auch darum, sich selbst zu reflektieren und zu schauen, was kann ich in meinem Leben beeinflussen? Wie kann ich eben meinen Lebensstil vielleicht ändern, um darauf hinzuarbeiten, dass die menopausalen Symptome erträglicher und besser werden? Und wie kann ich daraus vielleicht sogar etwas Positives ziehen für die Zukunft? Also im Sinne eines Fokuswechsels vielleicht. Was sind meine Schwerpunkte in meinem Leben, in dieser Lebensphase? Die können sich unterscheiden von dem mit Anfang 40 oder auch mit Mitte 40. Genau, dass man sozusagen auf das Positive hinarbeitet in der Zukunft. Dass man die Selbstwirksamkeit auch wahrnimmt. Ja. Ja, vielen Dank. Fand ich jetzt auch einen ganz tollen Abschluss zu dem Thema und bin sehr froh, dass du da warst als Gast heute. Habe das Gespräch mit dir sehr genossen. Und wenn Sie noch weitere Informationen suchen oder Fragen haben, Sie finden noch in den Shownotes weitere Links zu unserem Zentrum, zu deiner Praxis und auch zu dem Thema. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen.